Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream auf dem Easy German Kanal. Wir sind im September und es ist noch Sommer in Berlin und ich bin bei uns im Podcast-Studio, aber Kari und Janusz, die sind unterwegs in der Stadt. Bevor wir sie dazu holen, ein paar Hinweise. Wir sind jetzt live. Ihr könnt in den Kommentaren, ich glaube, die sind an der Seite, nicht den Kommentaren, im Chat auf YouTube oder auch auf Facebook könnt ihr mit uns schreiben. Ich sehe, es sind schon ganz viele Leute da aus Ägypten, aus vielen, vielen Orten, aus den USA. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr könnt auch Fragen stellen. Und Untertitel gibt es jetzt noch nicht, aber wir werden später Untertitel hinzufügen. Wenn ihr dieses Video später schaut, könnt ihr auf CC klicken und die Untertitel einschalten. Jetzt wollen wir aber schauen, wo sind Kari und Janusz heute an diesem Abend in Berlin? Hallo ihr beiden. Hallo Manuel. Hallo ihr alle. Liebe Grüße, wir begrüßen euch heute von einem der bekanntesten Punkte in Berlin, vielleicht von dem bekanntesten Ort in Berlin, der Fernsehturm. Ja, den man normalerweise aber immer vom Fernsehen. Aus der Ferne sieht man den. Ja. Wir sind ganz nah dran, Manuel. Ihr steht vor dem Wahrzeichen Berlins, der Berliner Fernsehturm. Und was habt ihr heute vor? Werdet ihr um den Fernsehturm herumlaufen? Was ist euer Plan? Genau. Wir laufen jetzt 30 Mal um den Fernsehturm herum und dann ist der Livestream zu Ende. Genial. Oder alternativerweise lassen wir uns fahren bis auf die Spitze. Okay, wir nehmen Janusz' Idee. Wir wollen jetzt da oben hinfahren und dabei live im Internet streamen. Das ist unsere Herausforderung heute, Janusz. Ja, ich freue mich darauf. Ihr habt gehört, es wartet auf uns ein kaltes Bier. Aha, da oben gibt's Bier. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Janusz, warst du schon mal auf dem Turm? Noch nie. Ich wohne 10 Jahre schon in Berlin und fast jeden Tag träume ich davon, einmal da auf die Spitze zu fahren und Berlin von dieser Höhe zu sehen. Und du hast das noch nie gemacht? Noch nie gemacht. Wir kommen nicht zu, es ist keine Zeit und ich wusste gar nicht, von welcher Seite ich diesen Turm anfahren musste. Und jetzt freue ich mich doppelt und dreifach, dass ich das einmal erleben darf. Janusz hat zu viel Arbeit, Manuel. Der schafft das nicht sonst. Ja, Wir haben schon, es gibt noch. schon eine Frage von Marketta. Hallo Marketta, schön, dass du dabei bist. Die ist jetzt sehr relevant für euch. Wie viele Stufen muss man gehen, um auf den Turm zu kommen? Habt ihr euch vorbereitet? Es gibt einen Turboaufzug. Man fährt mit dem Aufzug 40 Sekunden. Außer Janusz, der geht zu Fuß. Ja. Es gibt aber eine Treppe. Wir gehen nur eine kleine Treppe und dann geht's los. Ja. Es gibt eine Notfalltreppe und der Rekord, um hochzulaufen, ist bei knapp 6 Minuten. Aber ich glaube, ihr nehmt den Aufzug heute. Die 6 Minuten schaffe ich nicht. Vielleicht Chris, unser Kameramann, der könnte das schaffen. Ich stelle euch mal kurz vor, mit wem wir heute hochfahren. Da ist einmal Sarah. Hallo. Hallo, freut mich. Und Essie. Hallo. Sarah, du arbeitest hier auf dem Turm. Das ist richtig. Ich bin Content Marketing Managerin beim Berliner Fernsehturm. Content Marketing Managerin. Das ist auch mal, diesen Job haben wir bei uns noch nicht im Unternehmen, ne? Manuel. Zu wenig Content, sagt Janusz. Wir fahren jetzt zusammen hoch. Sarah hilft uns. Wir sind VIP. Wir dürfen heute schneller hoch und wir kriegen unseren eigenen Aufzug. Stimmt das? Das ist richtig. Alles für euch organisiert. Und wow. Manuel sagt, es gibt auch eine Treppe. Es gibt ein Treppenhaus, wenn man so will. Das ist aber nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Und dementsprechend werdet ihr das leider nicht sehen. Bist du schon mal zu Fuß hochgegangen, Sarah? Ich muss das tatsächlich einmal im Jahr machen. Wir haben 2-mal im Jahr Schließtag im Fernsehturm. Betriebsausflug. Sportübung würde ich es eher nennen. Schrecklich. Genau, wir haben 2 Tage im Jahr geschlossen und einen Tag davon, da finden Wartungsarbeiten statt und Evakuierungsübungen. Und da muss man einmal das ablaufen. Wie lange dauert das, einmal zu Fuß hochzugehen? Das kann ich leider nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass ich für meinen Weg runter, der ja deutlich einfacher ist, über 20 Minuten gebraucht habe. Aber ich bin auch nicht sehr fit.
Ja, Manuel sagt, der Rekord nach oben lag bei 6 Minuten. Ah ja. Oh, wow. Das probieren wir heute nicht. Das lassen wir, vor allem bei dieser Hitze, lassen wir das erst recht. Okay. Dann, Manuel, ich würde sagen, wir gehen mal rein, ja? Absolut. Während ihr reingeht, können wir schon mal auf die Kommentare schauen und auf die Fragen, die ihr hier im Chat geschrieben habt. Die erste Frage lautet, wie hoch ist der Turm? Das kann ich direkt mal beantworten. Ich habe da sogar mal eine Grafik vorbereitet. Der Fernsehturm ist tatsächlich das höchste Gebäude in Deutschland, aber längst nicht mehr das höchste in Europa oder der Welt. Hier sieht man andere Türme mit Aussichtsplattformen in verschiedenen Ländern, die also deutlich, deutlich höher sind. Und der Berliner Fernsehturm, der ist 368 Meter hoch, aber das ist die Höhe bis ganz oben zur Antenne. Und die Aussichtsplattform, auf die Kari und Janusz jetzt fahren, die ist bei ungefähr 200 Metern, ganz knapp über 200 Meter hoch. Und jetzt können wir mal schauen, wo die beiden sind. Seid ihr schon drin? Wir sind jetzt im Turm. Siehst du uns noch, Manuel? Ist das Absolut. Internet gut genug? Funktioniert bis jetzt. Ich bin ganz aufgeregt. Das ist toll. Janusz ist ganz aufgeregt. Janusz, komm mal kurz her. Janusz und ich haben heute auch etwas zu feiern. Wir sind genau 10 Jahre in Berlin diese Woche. Das Ah. freut mich und das ist genau der richtige Zeitpunkt, um jetzt Berlin auch von dieser Höhe uns anzugucken. Ich freue mich so Unglaublich. sehr. Janusz ist schon außer Atem, denn wir sind schon 10 Stufen gegangen. Okay. Jetzt haben wir ein Ticket. Zeig mal das Ticket. Mit diesem Ticket kommen wir jetzt rein. Esti lässt uns rein. Erstmal geht Rauert rein. Dann ich. Durch ein Und jetzt gehen wir zum Drehkreuz. Aufzug. Wow. Hier sieht's aus wie in den 60er Jahren. Wann wurde der Turm gebaut, Manuel? Ja, Kari, da bist du nicht die Einzige, die das fragt. Christian hat die gleiche Frage auch schon gestellt. Und der Turm wurde 1965 gebaut, beziehungsweise da ging es los. 1969 wurde er fertig. Und diejenigen, die im Geschichtsunterricht aufgepasst haben, wissen, das war zur Zeit der DDR. Und dort, wo der Turm steht, das war auch die DDR, beziehungsweise Ostberlin. Und so war dieser Fernsehturm der Funkturm für Ostberlin, wo die DDR Fernsehen und Radio ausgestrahlt hat. Es war vor allem aber auch ein Prestigeprojekt. Also die DDR hat da gezeigt, dass sie voll auf dem neuesten technischen Stand sind und waren sehr stolz auf diesen Turm. Manuel, Janusz ist ja so alt wie dieser Turm und ich sehe ihm an, dass er auch eine Geschichte erzählen möchte. Ja, weil das Schöne ist, ich kann das hier auf diesem Bild zeigen. Und zwar, das war das Zeichen von der Modernität und vor dem Fortschritt. Und als das aufgebaut wurde und die Leute sich das zum ersten Mal angeguckt haben und auch die Parteifunktionäre, erschien Sonne. Und wenn die Sonne hier drauf scheint, dann erscheint ein Kreuz. Und das war damals in diesen Zeiten ein bisschen problematisch. Ja, sie wollten ja kein Kreuz haben, kein Zeichen für die Religiosität der Leute. Okay. Hast du das? Doch, ich kenne den. Janusz wollte uns ein Fun-Fact erzählen. Wir müssen lachen, Manuel. Ja, bitte. das ist korrekt. Es gab auch sogar schon eine Frage dazu. Man nennt das auch die Rache des Papstes. Und das Genau. liegt technisch daran, dass die Kugel oben nicht ganz wirklich rund ist, sondern da sind verschiedene Platten, die in verschiedene Richtungen zeigen, weil sonst so Windturbulenzen den Turm zum Schwanken gebracht hätten. Deswegen musste man das so bauen, aber diese Platten, die haben dazu geführt, dass eben so ein Kreuz erscheint, wenn die Sonne auf die Kugel scheint oben. Die Rache des Papstes. Okay, ich glaube, wir können in den Aufzug. Ich bin gespannt. Los geht's. Hatte noch nie meinen Privataufzug. Ich bin gespannt, ob ihr uns seht. Und das Besondere an diesem Aufzug ist,
gibt es. Ja, kann man jetzt hier bricht das trinken. Internet schon langsam ab, Ja? Kari. Ich glaube, wir müssen jetzt kurz uns verabschieden von euch, während ihr im Aufzug seid. Aber während ihr nach oben rauscht, da sehen wir ganz klein, wie der Aufzug nach oben rauscht, können wir ja noch mal ganz kurz über die Geschichte weiterreden, beziehungsweise uns auch ein paar Bilder anschauen. Hier sieht man die Entstehung des Fernsehturms. Das ist hier ein Bild aus, ich glaube, 65 oder 66, als sie gerade angefangen haben, den Turm zu bauen. Davor sieht man das Rote Rathaus, das Rathaus in Berlin Mitte. Und dann haben wir hier noch ein Bild von den Bauarbeitern oben auf der Kuppel, als sie entstanden ist. Und hier sieht man den fertigen Fernsehturm in den 80er Jahren. Und das war also ein großes Prestigeprojekt der DDR. Und tatsächlich hat man nach der Wiedervereinigung Deutschlands überlegt, was man jetzt damit machen soll, ob man dieses Symbol und Projekt der DDR vielleicht sogar abreißen sollte. Da gab es große Diskussionen. Aber ich würde sagen, zum Glück hat man sich dafür entschieden, diesen Turm beizubehalten, denn er ist heute das Symbol Berlins und man sieht den Turm wirklich von überall in der Stadt. Und das sehen wir jetzt wahrscheinlich aus deiner Perspektive, Kari, denn ihr seid so weit oben, über 200 Meter über Berlin. Ihr könnt alles sehen jetzt, oder? Wir sehen alles. Janusz, deine erste Minute auf dem Fernsehturm? Mein erster Gedanke ist, ich komme hier wieder alleine, um wirklich Zeit zu haben, um diese Ansicht zu genießen und auch zu enträtseln, was ich eigentlich sehe. Guck mal in die Kamera, Janusz. Janusz kann gar nicht in die Kamera gucken, weil er so aufgeregt ist. Ja, ich hoffe, ihr seht diesen Ausblick da. Wir versuchen euch jetzt mal den Ausblick zu zeigen. Das Interessante ist, es gibt 2 Ebenen hier. Es gibt eine Aussichtsebene und gleich werden wir noch die zweite Ebene sehen. Guck mal da, siehst du das? Was ist das? Ist das nicht die heißt die Frankfurter Allee? Ja. Wir sagen auch im Volksmund die Stalinallee. Früher war es die Ja. Stalinallee, ne? Ja, und diese Allee ist voller Gebäude, in dem sozial, ich habe jetzt diesen Begriff. Sowjetstil, aber letztendlich Sowjetstil gebaut, ja. Was sieht man noch von hier, Janusz? Siehst du dein Zuhause? Ich weiß es nicht, aber das Gute ist, wenn wir Und Zeit hätten, dann sind hier unten alle Gebäude ganz genau beschrieben. hier kann man noch mal alles nachlesen und hier sieht man genau, was ist da. Strausberger Platz haben wir gerade gesehen, aus der Entfernung. Fantastisch. Guck mal, wie Und- klein alles ist hier. Ich entdecke hier Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Siehst du diese Guck mal. römische Burg da? Wenn wir jetzt hier nach unten schauen, könnt ihr vielleicht mal kurz diese Frage beantworten. Wo genau steht denn dieser Turm? Also wo in Berlin seid ihr denn jetzt gerade? Was ist das für eine Bahn, die da unten fährt? Was ist das für eine Station? Das ist die Station. Alexanderplatz. Genau, wir sind am Alexanderplatz. Das ist das ehemalige Zentrum Ostberlins. Es ist heute auch noch eines der Zentren Berlins und es ist in der Mitte von Berlin, aber im Osten. Ja, und da wird aber immer noch sehr kräftig gebaut. Ich glaube, in 2 Jahren würden wir diesen Platz gar nicht mehr erkennen. Genau, es ist ein sehr großer Platz und es sind viele Baustellen, die sieht man im Hintergrund. Es werden hier einige Hochhäuser gebaut. Im Moment gibt es nur ein richtiges Hochhaus und ich habe schon mal eine Skizze gesehen. In ein paar Jahren wirst du das hier nicht erkennen, Manuel. Es wird Wirklich? es wird ähnlich aussehen wie am Potsdamer Platz. Bekommen wir eine echte Berliner Skyline so langsam jetzt? Ja, Ja, Janusz, freust du dich darauf? ich freue mich auf alles. Ich freue mich darauf. Und am meisten würde ich gerne diesen Kanal mit dem Schiff jetzt mit euch fahren. Wir sind jetzt aber auf dem Fernsehen. Wir zeigen euch nochmal die Spree, ja? Da drüben. Oh ja, die Spree. Was für ein Ausblick. Kaya möchte wissen, was kostet das denn? Ihr seid ja jetzt, glaube ich, durch den VIP-Eingang gekommen, aber wenn Richtig. Janusz demnächst alleine hochgeht, was kostet so ein Ticket? Ich frage mal direkt Sarah, die ist ja hier die Expertin. Ja.
Es gibt einen Zuschauer, möchte. Jetzt, Janusz, man hört dich nicht, wenn du nicht ins Mikrofon sprichst. Sarah, unsere Zuschauer fragen, was kostet das Ticket hier hoch? Also ich empfehle immer, das Ticket vorher online zu buchen. Da kostet aktuell 23,50 zur Aussichtsplattform. Dann billiger. Ja, es ist tatsächlich online immer der günstigste Preis vorzufinden und auch Warteschlangen können so natürlich vermieden werden. Pro-Tipp. Und wenn man jetzt, wir gehen jetzt noch eins höher, wenn man ins Restaurant will, muss man da vorher reservieren? Es ist auf jeden Fall zu empfehlen. Definitiv. Immer reservieren. Am besten vorher immer ein Ticket kaufen und es ist am entspanntesten für euch. Und wenn man ins Restaurant will, muss man auch ein Ticket kaufen? Das ist richtig, kostet 28,50 derzeit. Wir haben auch eine preisvariable Struktur, wie man es auch am Flughafen zum Beispiel kennt. Das ist saisonbedingt. Winter ist billiger. Vielleicht. Das heißt 28 € und dann noch Essen. Noch Essen und nochmal 4 Meter höher über den Wolken. Sollen wir da mal hingehen? Jetzt werden wir mal in das Restaurant gehen. Das Besondere ist, das Restaurant dreht sich und ich war bisher nur einmal dort und mir ist ein bisschen schwindelig geworden. Janusz, was macht Janusz da hinten? Hey Janusz, schau mal. Der hat sich schon verquatscht. Guck mal, ich bin gespannt, wie das gleich aussieht da oben. Es gibt auch eine Frage, warum dreht sich die Kugel? Ich glaube, die Kugel dreht sich nicht, die ist schon statisch, aber das Restaurant, wo ihr jetzt hingeht, eine Etage über der Aussichtsplattform, da dreht sich der Boden, glaube ich. Ne? Und das hat den Vorteil, dass man alle Ecken von Berlin einmal sehen kann. Manuel, ich möchte dir noch was zeigen. Guck mal hier, dieser Sonnenuntergang. Nur für dich. Exklusiv. Mega schön. Könnt ihr da noch näher ans Fenster, dass wir das mal so richtig aus der Nähe sehen? Das ist ja, wow. Wunderschön. Da hätte ich gerne meine Wohnung. Frag mal, ob man da auch, es sind ja 7 Stockwerke in dieser Kugel, ob ich da vielleicht eine Wohnung mieten könnte. Guck mal, siehst du da ist der Tiergarten. Ja, ein großer Sieht Park. Sieht riesig aus der Entfernung. Ist auch riesig, ja, ist auch riesig. Ich frage mal Sarah, der Manuel fragt, ob man hier auch wohnen kann, weil hier ist ja noch Platz oben drüber. I wish. Nein. Kann ich ganz kurz beantworten. Leider nein. Tut mir leid, Manuel. Ich würde auch gerne. Lasst uns eine WG aufmachen. Aber WG im Fernsehturm? Das wäre schön. Okay, dann gehen wir jetzt hoch. Guck mal, hier geht's in das Restaurant. Sphere. Ich bin gar nicht schick genug angezogen für das Restaurant. Ja, ja. Magic Chris war als Kind zuletzt dort oben. Da hat es noch 8 D-Mark gekostet. Also man sieht, die Inflation ist in vollem Gange. Ja. Und jetzt bin ich ja sehr gespannt, wie das aussieht. Wow, mit Sternenhimmel? Oder was ist das? Wow, es ist ein Sternenhimmel. Und jetzt guck mal hier. Hier siehst du, wie sich das verändert. Wie das Restaurant sich bewegt. Also die Gäste drehen sich. Nicht. Genial. Janusz hat Motion Sickness. Komm mal her. Janusz wird schwindelig. Janusz, was machst du da? Du filmst dich selber während unseres Livestreams? Ja, ich probiere meine neue Kamera aus. Janusz, wir möchten mal gucken, ob dir schwindelig wird. Stell dich mal da drauf. Nee, ist jetzt schon schwindelig, aber ehrlich. Janusz kotzt gleich, Manuel. Oh Gott. Das ist Berlin Zoo, ne? Das ist dieser... Der Tiergarten. Okay, komm, wir gehen mal weiter, Janusz, zu unserem Platz. Wir haben nämlich exklusiv einen reservierten VIP-Platz. Schau dir das mal an. Genial. Hier sitze ich jetzt. Ah, da. Okay. Guck mal. Mit Sonnenuntergang im Hintergrund. Mit Sonnenuntergang über Berlin. Janusz, komm doch mal her. Statt mit mir einen gemütlichen Abend zu verbringen, macht Janusz sein eigenes Ding. Einfach wunderschön. Sag mal, Kari, bevor ihr jetzt gleich eure Drinks bestellt, möchte Creighton gerne wissen, Drinks und Cocktails über den Dächern Berlins, gibt es gute Rooftop-Bars in Berlin? Asking for a friend, schreibt er. Gibt es da noch andere gute Orte über den Dächern von Berlin, die du empfehlen kannst? Das habe ich mich auch letztens gefragt, aber so eine richtig klassische Rooftop-Bar gibt es. Da kenne ich eine. Nur wir sind... du kennst eine, Manuel? Der Klunkerkranich in Neukölln. Das war...
Oh, die Mute-Funktion funktioniert. Sehr gut. Ich muss kurz Janusz muten. Das war früher ein Parkhaus. Ich war damals 2012 noch auf dem Parkhausdach einfach ein Bierchen vom Späti trinken und mittlerweile gibt es da eine hippe Rooftop-Bar, Klunkerkranich heißt die. Die ist sehr schön. Es gibt bestimmt auch noch mehr, aber das ist die ich noch kenne, Creighton. Komm doch mal wieder nach Berlin, dann gehen wir da mal hin. Ja, aber Creighton, wir gehen einfach hier hin, in diese Rooftop-Bar, denn so hoch kommst du nirgendwo. Nirgendwo Und ich in glaube, es Deutschland. gibt hier auch Cocktails, oder? Ich kann nur bestätigen, es ist wirklich einer der geilsten Plätze in Berlin ever. Es ist magisch. Also so, jeder, der Berlin erleben möchte, ja, für den ist der Besuch hier eine Pflicht. Und habt ihr gar keine Höhenangst? Janusz, hast du Höhenangst? Nein, aber mir wird schwindelig, so richtig krass. Machen wir es mal so, Robert. Du setzt dich hier hin. Ja, vielleicht muss Janusz vorwärts fahren statt rückwärts. Vielleicht hilft das. Genau, machen wir mal so. Sarah, bleib mal ruhig hier sitzen, dann können wir noch quatschen. Guck mal, das ist doch mal ein Blick, oder? Ja. Janusz, bist du bereit für ein romantisches Candlelight-Dinner? Ja, ich freue mich drauf. Das passt hier. Was für einen Drink wirst du jetzt bestellen? Wahrscheinlich Wasser. Interessant. Sarah, Ja, erzähl doch mal, dieses Restaurant schließt bald, habe ich gehört. das ist absolut richtig. Wir schließen am 4. November diesen Jahres. Und das nicht, weil wir sonst nichts zu tun haben, sondern weil wir einmal komplett renovieren. Und wir werden dann Ostern 2025, so der Plan, neu eröffnen. Und der absolute Knaller ist, dass wir Unterstützung bekommen haben von einem sehr tollen und fähigen Sternekoch, nämlich Tim Raue. Der wird das Restaurant, Den kenne sogar ich und ich kenne sonst nichts. das hast du gesagt. Genau, aber Tim wird uns helfen beim kulinarischen Konzept. Es wird ganz viel Brandenburg, berlinische 2.0 Küche geben und alles wird ein bisschen fresher einfach. Und wir sind super gespannt und freuen uns richtig doll darauf. Das heißt, man kann jetzt noch einen Monat lang, zwei Monate noch schnell kommen und dann exklusiv. Ja, aber wir haben uns auch gedacht, also das soll jetzt hier keine teure Schickimicki-Bude werden. Wir wollen hier auch keine 2 Sterne haben im Restaurant. Wir haben uns einfach Unterstützung dazu geholt und wollen auch ein ähnliches Preissegment beibehalten, nur dass wir einfach ja jetzt irgendwie noch mehr Gas geben kulinarisch. Das war uns ein Anliegen. Wird es auch Schlecht. Currywurst Also- geben, möchte Oliver wissen. Oliver möchte wissen, wird es auch Currywurst geben? Die gibt's sogar jetzt schon, nämlich einmal 4 Meter weiter runter an der Bar. Da gibt es schon Tim Raues Currywurst und seine Buletten. Und wir haben auch dort richtig tolle Biercocktails in Zusammenarbeit mit Berlot. Also ich kann euch empfehlen, zur Überbrückung, die Sphere Bar Was ist denn ein Biercocktail? das sind wirklich richtig leckere, erfrischende Getränke mit Bier, bisschen Alkohol, anderer ist auch drin. Bier mit Wodka? Bier mit Gin. Wir haben tatsächlich einen Gin-Bier-Cocktail. Und ich Oh bin Gott. weder ein Gin- oder Bier-Fan, aber es schmeckt ausgezeichnet. Guck mal, jetzt schalt mal zu Janusz, wie romantisch, wie er den Abend Ja. verbringt. Ich wollte Wir gerade gucken. sagen, können wir noch mal ein bisschen die Aussicht genießen hier, bevor sich das hier langsam dem Ende zuneigt schon. Ich glaube, Janusz hat sich schon abgeschaltet von uns. Janusz hat Der sich nimmt uns schon gar nicht mehr wahr. Aber mein wieder Kommentar verliebt ist, in Berlin. wenn man das hier sieht, die Berlin von dieser Höhe sieht, dann versteht man, warum ich so sehr liebe, mit dem Fahrrad einfach durch die Stadt zu fahren. Oh, guck mal, Rauert klemmt gleich fest. Das seht ihr jetzt nicht, aber die Kamera, naja, es klappt alles. Es ist wirklich ein schöner Ausblick. Ich empfehle euch, zum Sonnenuntergang zu kommen. Janusz, jetzt möchte ich gerne von dir wissen, was wir jetzt gleich hier essen werden. Ich habe keinen Hunger, also ich möchte irgendeine Kleinigkeit essen. Okay. Manuel, kommst du denn auch dazu, wenn wir jetzt hier ein leckeres Abendessen essen? Ja, ich würde sagen, wir machen hier gleich Schluss, denn ich schwinge mich aufs Fahrrad. Wir sind ja nicht so weit entfernt und ich habe mir das Menü schon mal angeguckt. Es gibt ein Blumenkohl
Gericht, ein veganes Blumenkohl-Steak oder so. Hört sich Das gut könntet an. ihr gerne schon mal bestellen für mich und dann schwinge ich mich aufs Fahrrad und guck mal, ob ich da oben an euren VIP-Tisch noch ran kann. Ich muss sagen, es ist wirklich wunderschön. Janusz, jetzt mach doch mal deine Kamera weg. Janusz filmt hier die ganze Zeit mit seiner eigenen Kamera. Wollen wir noch 2 Fragen beantworten zum Abschluss, Sehr Manuel? gerne. Ja, gerne. Also Michael würde gerne das Brandenburger Tor sehen. Das geht von da oben wahrscheinlich schwierig. Vor allen Dingen mit unserer Kamera wird das schwierig. Wenn man da oben steht, geht es aber Ja. wahrscheinlich schon. Ich melde mich, wenn ich Janusz guckt sich schon mal um, aber wir sind gerade auf der falschen Seite. Das ist das Problem. zum Beispiel das Theater von Rosa Luxemburg. Janusz hat Und- schon mal das Da muss in der anderen Richtung. Wir hören euch nicht so gut. ich ja. Vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen darüber reden, welche Rolle der Fernsehturm jetzt heute spielt in Berlin. Also ich kann schon mal sagen, er funkt immer noch, nicht mehr die gleichen analogen Signale wie früher, Fernsehen und Radio, sondern heute eher digitales Fernsehen und auch Handynetz wird von dort oben abgestrahlt. Aber welche Funktion hat der Turm noch und welche Rolle spielt er in der Stadt? Da werde ich Sarah fragen. Das übersteigt mein Wissen. Welche Rolle spielt der Fernsehturm? Außer, dass wir wissen, es gibt ein Restaurant, eine Aussichtsplattform. Es ist ein Funkturm. Welche Rolle spielt der Turm noch im Alltag der Berliner? Ich glaube, der Berliner Fernsehturm bedeutet für ganz viele zu Hause sein oder nach Hause kommen, tatsächlich. Um das ganz emotional zu beantworten. Und ansonsten ist es das höchste Bauwerk Deutschlands. Der höchste Turm, das höchste Bauwerk. Ja, ganz genau. Was ist das zweithöchste? Ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich weiß, dass der Fernsehturm das höchste Bauwerk Deutschlands ist. Und genau, und das ist schon Wen interessieren die anderen, wenn man Nummer 1 ist, Manuel? ganz genau. Also es könnte der Hamburger Fernsehturm sein. Ich muss persönlich sagen, wenn man in Berlin lebt, man kann den Fernsehturm wirklich von fast überall sehen. Und es ist auch eine Orientierungshilfe. Wenn man auf dem Fahrrad unterwegs ist, ohne Google Maps, dann kann man oft ungefähr schauen, in welche Richtung man muss, indem man schaut, wo ist der Fernsehturm. Also es hilft schon im Alltag, finde ich. Ja, Manuel, ich bin völlig fasziniert, wie Janusz fasziniert ist. Er guckt nur noch aus dem Fenster. Er interessiert sich gar nicht mehr für uns. Janusz, willst du dich noch verabschieden von unseren ZuschauerInnen? Nein, wir verabschieden uns nicht. Wir machen jetzt eine große Party und ihr seid alle eingeladen. Lass die Kamera einfach an und ihr könnt ja vorbeikommen jetzt zum Turm. Und Ja, bitte ich mach vergiss das. nicht, dass dieses Abenteuer, dieses Erlebnis passiert an dem 10. Jahr von der Zeit, wo wir hier nach Berlin kamen. Genau, Janusz und ich feiern Jubiläum. Guck mal, Janusz, du hast einen Kaffee bekommen. Danke sehr. Hast du den bestellt? Ich erinnere mich nicht mehr, aber wahrscheinlich schon. Kann ich auch was bestellen? Du hast was für mich bestellt? Das ist eine Überraschung. Okay, Manuel, so lange müssen wir noch warten, bis mein Überraschungsgetränk kommt. Ja, Aber das können wir kurz sagen, Janusz. Wir sind vor 10 Jahren, ziemlich genau vor 10 Jahren nach Berlin gekommen, am 31. August 2014. Und ich muss auch sagen, dieser Umzug nach Berlin war für mich noch viel größere Ereignis in meinem Leben und Abenteuer in meinem Leben, als ich zum Beispiel aus Polen nach Deutschland kam. Ja, Nein. ja doch. Es war magisch einfach. und Csabel möchte wissen, nach 10 Jahren in Berlin, seid ihr jetzt Berliner? Wie lange dauert es, bis man Berliner ist? Frage. Ich würde heute schon sagen, dass ich jetzt Berlinerin bin nach 10 Jahren. Janusz hat das schon nach einer halben Stunde gesagt. Das war ein bisschen frech. Ja, aber ich fühle mich in Berlin willkommen. Und zwar, oder umgekehrt, ich willkomme Berlin. Vom Anfang an habe ich mein ganzes Herz und mein ganzes Leben freute sich auf diese Stadt. Und ich dachte, ich erinnere mich, ich erzählte damals, Berlin ist eine Mischung aus Polen und Deutschland zusammen. Und deshalb für mich einfach der perfekte Platz überhaupt. Fantastisch, Janusz. Ja, dann, was bleibt uns noch zu sagen, Manuel?
Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. da Wir kommt ein bitten Drink. euch, da kommt ein Drink. Was ist es denn? Nee, doch nicht. Oder Doch noch nicht. Ist es ein Kari, Wein? Es ist ein Wein, Manuel. Sehr guck mal. schön. Kari, wie immer Fantastisch. weisen wir darauf hin, dass wir eine Mitgliedschaft haben, Easy German Membership. Wenn ihr ein Mitglied werdet von Easy German, dann macht ihr das hier alles möglich. Ihr ermöglicht Janusz seinen Danke. Traum zu erfüllen und Berlin von oben zu sehen beim Sonnenuntergang. Und ihr helft nicht nur uns, ihr könnt auch Deutsch mit uns lernen. Ihr bekommt interaktive Transkripte, interaktive Übungen, Bonusmaterial. Ihr könnt mit uns chatten. Es gibt sogar eine Mitgliedschaft, wo ihr mit uns auf Zoom sprechen könnt und auf Discord. Ganz, ganz viele Möglichkeiten und es kostet weniger als der Eintritt im Fernsehturm. Schaut euch das mal an, easygerman.org/membership. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr es einfach mal ausprobiert für einen Monat oder 2 oder ein Jahr. Und Kari und Janusz, ich würde sagen, ich schwinge mich jetzt aufs Fahrrad und komme rüber und wir sehen uns bald auf diesem Kanal oder hören uns im Podcast und wir freuen Am uns, wenn wir euch Sonntag. wiedersehen. Am Sonntag kommt eine Episode, wo wir richtig viel investiert haben. Wir sind extra an die Grenze von Belgien gefahren und ich habe heute Stimmt. schon den ersten Schnitt gesehen. Es wird ein super Video. Schaltet ein, Sonntag, 19 Uhr. Ich sage nochmal Danke an Sarah, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne, hat mich gefreut. Wir haben gesagt, wir möchten gerne auf den Turm und Sarah hat gesagt, läuft. Ich mache die Tür auf. Läuft. Man muss es nicht unnötig kompliziert machen. Genial. Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Und Manuel, bis gleich. Bis gleich. Tschüss, Leute.